die perfekte Zeit, seinem Jubi-Studio eine Wäsche zu verpassen für einen frischen Start in die neue Saison. Ich zeige euch heute, wie man sein Jubi-Studio am einfachsten wäscht und wieder wie neu aussehen lässt. Hallihallo und herzlich willkommen, ich bin Sue Bonjamin von der Shamisen Zentrale und ich mache hier regelmäßig Videos über Shamisen für euch. Den Kanal könnt ihr hier unten abonnieren und drückt am besten gleich das kleine Glöckchen, dann werdet ihr immer informiert, wenn es was Neues gibt. Maschinengefertigte Jubi-Studio sind meistens aus Polyester und handgemachte sind oft aus Wolle oder Baumwolle oder aus einer Mischfaser. Man kann sein Jubi-Studio in die Waschmaschine werfen, aber eigentlich geht es sehr viel schneller und wird auch gründlicher sauber, wenn man es einfach schnell mit der Hand einmal durchwäscht. Für die Handwäsche braucht man 3 Komponenten, und zwar fließendes Wasser, ein Reinigungsmittel, wie Waschmittel oder Haarshampoo oder einfach ein Stück Seife und die Hände. Ihr könnt das Ganze einfach in einem Handwaschbecken machen, einen Stöpsel reinstecken und ein bisschen lauwarmes Wasser reinfüllen oder nehmt euch eine mittelgroße Schüssel und füllt die mit Wasser. Tunkt das Jubi-Studio richtig schön ins Wasser ein, bis es sich vollgesogen hat mit Wasser. Und dann geht es los mit der eigentlichen Wäsche. Nehmt das Reinigungsmittel eurer Wahl. Ich habe hier Seife genommen und dann gebt ein bisschen auf das Jubi-Studio selbst drauf und arbeitet das Zeug ein. Einfach ein bisschen einmassieren. Ihr könnt auch das Jubi-Studio gegen sich selbst reiben. Vom Gebrauch einer Bürste möchte ich an dieser Stelle abraten, denn die Borsten verhaken sich in den sehr feinen Maschen des Jubi-Studio und dann kann das Ganze schrubbelig werden und im schlimmsten Fall fasert sich das Ding dann auf. Wenn ihr das Jubi-Studio ein paar Mal richtig schön durchgeknetet habt und das Gefühl habt, ihr habt schon ein bisschen dran gearbeitet, dann einfach einmal auswaschen. Und wenn es dann noch schmuddelig aussieht, das Ganze einfach nochmal wiederholen. Bei sehr hartnäckigen Flecken könnt ihr das Jubi-Studio nochmal richtig schön nass machen, einreiben mit Seife oder Waschmittel und dann über Nacht stehen lassen. Unter fließendem klaren Wasser nochmal schön das Jubi-Studio durchbringen und den letzten Rest vom Schmodderwasser abspülen und dann ist es eigentlich schon fertig. Ein sehr guter Tipp für kleine nasse Sachen, die man nicht so gut per Hand ausbringen kann, ist das Ganze in ein kleines Handtuch zu wickeln. Nehmt euch einfach ein kleines Handtuch, zum Beispiel einen Frotti-Waschlappen, legt das Jubi-Studio drauf und dann rollt es ein. Und diese gerollte Wurst könnt ihr dann ganz normal ausbringen. Und das Wasser wird dann vom Handtuch aufgesaugt. Danach ist das Jubi-Studio dann schon halbtrocken und der Rest kann dann an der Luft trocknen. Wenn ihr das Jubi-Studio doch in die Waschmaschine werfen wollt, solltet ihr aufpassen, dass das kleine Teil nicht in den Tiefen der Waschmaschine verschwindet. Ein sehr guter Tipp ist, das Jubi-Studio einfach in einen Feinwäschebeutel zu sippen. Und wer das nicht hat, der kann einfach eine Socke nehmen, Jubi-Studio rein, Knoten drauf und ab in die Waschmaschine. Nach dem Waschen und Trocknen kann es sein, dass euer Jubi-Studio sich ein bisschen enger anfühlt als sonst. Und was ihr da machen könnt, ist, dass ihr einfach die Schlaufen ein bisschen mit den Fingern vordehnt. So. Und das ist genau das gleiche wie bei einer frisch gewaschenen Jeans, die beim ersten Anziehen erstmal sehr, sehr schmack sitzt und dann nach ein paar Kniebeugen fühlt sie sich dann wieder geschmeidig an, wie gewohnt. Und das war's von mir für heute. Ich hoffe, ihr habt gesehen, wie einfach es ist, sein Jubi-Studio zu waschen und werdet jetzt mit ruhigen Nerven und gutem Gewissen euer Jubi-Studio einmal durchwaschen, solltet ihr es im Sommer durchgeschwitzt haben. Also dann, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dahin viel Spaß und macht's gut.